Einfahrt RE8 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. Vorsicht bei der Einfahrt. Im Finale der Videoreihe über eine vorbildnahe Bahnhofssanierung geht es noch einmal um das Bahnhofsumfeld sowie den Bahnsteig. In den 7 Videos der Reihe versuche ich, einen aktuellen modernen Haltepunkt der DB, entsprechend der Empfehlungen der NEM 806D sowie der aktuellen Vorbilder in Pulheim und Rommerskirchen nachzubauen. Nun sind fast alle Veränderungen der Planung aus Teil 1 umgesetzt und es folgt das Finale. Das Originalbahnhofsumfeld in Pulheim wurde etwas angepasst, sodass es zur vorhandenen Bebauung auf der Anlage passt. Im letzten Video wurde bereits die Umsetzung des Logistikzentrums und der Graffitiwand gezeigt. Nun geht es noch um die Fertigstellung der Straße vor dem Bahnhof sowie die letzten Feinheiten am Bahnsteig. Der Aufbau folgt hier dem Vorbild in Rommerskirchen. Direkt links vor dem Bahnhof befindet sich die Bushaltestelle, an der jede Menge Betrieb herrscht. Insbesondere findet man dort die Busse der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft. Für die Umsetzung der Fahrzeuge vor dem Bahnhof sind glücklicherweise diverse Modelle verfügbar. Auch Fahrräder sollen beleuchtet werden. Im Mittelpunkt stehen die Busse der REVG, für die es ein Rieze-Modell gibt. Für die Beleuchtung der Fahrzeuge verwende ich Sets von Sabenne Modellbau. Das Rieze-Modell lässt sich sehr einfach zerlegen. Verwendet wird ein 9-teiliges Beleuchtungsset mit 2 gelben Blinklichtern. Mit der Bestellung erhält man von Sabenne Modellbau eine Mail mit Anleitungen zur Verdrahtung. Für die Durchführung der Versorgungsspannung werden Löcher gebohrt und die beiliegende Gleichrichterplatine mit den Vorwiderständen für die LEDs wird entsprechend angelötet. Deutlich schwieriger ist es mit den winzigen SMD-LEDs, die ja auch noch dazu möglichst wenig sichtbar am Gehäuse verbaut werden müssen. Ohne die Verwendung meiner großen Lupenlampe ist dieses Unterfangen für mich nicht möglich. Selbst dann braucht es am Anfang einige Eingewöhnung, um die winzigen Bauteile mit einer mechanisch belastbaren Lötverbindung zu versehen. Beim Zusammenbau wird immer wieder getestet, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden. Das fertige Ergebnis mit Fahrer, Fahrgästen und Innenbeleuchtung entschädigt für den Aufwand. Auch authentische Kennzeichen der Originalbusse werden hinzugefügt. Die fertigen Nachbildungen der REVG-Busse bestärken das Pulheim-Feeling. Auch 2 Taxis werden entsprechend beleuchtet und runden das Straßenbild ab. Der Blick vor den Bahnhof wird später auf der Anlage zwar kaum möglich sein, soll aber doch so gut wie möglich nachgebildet werden. Beim Blick über das Bild erkennt man eine Hausnummer, eine Telekom-Säule, einen Briefkasten, das Geländer vor dem Eingang, etwas versteckt das Schild mit der Straßenbezeichnung und im Hintergrund die Bushaltestelle. Hier fällt das Haltestellenschild mit den Fahrplänen auf. Die Umsetzung des Teilabschnitts erfolgt wieder nicht auf der Platte, sondern am Arbeitstisch. Die verwendeten Materialien entsprechen denen der vorherigen Teilabschnitte. Auf passend zurechtgeschnittene Hekidurplatten werden Pflastersteinmuster von Rieze verlegt. Das Geländer der Treppe zur Sportsbar Gleis 1 wird mit einem Draht nachgebildet. Auch die Papiertonne und das Einbahnstraßenschild sollen nicht fehlen. Etwas aufwendiger ist das Haltestellenschild. Neben blau gefärbten Zahnstochern werden aus Ausdrucken von Fotos ausgeschnittene Fahrplanansichten verwendet. Auf mit Silberbronze gefärbte Pappestücke geklebt, ergibt sich ein stimmiges Bild. Auch die Verkehrszeichen werden aus ausgedruckten Fotos ausgeschnitten und mit Masten versehen. Das gleiche gilt für die Straßenschilder. Dann erfolgt der Zusammenbau, wobei für das Telefon ein fertiges Modell von Viessmann verwendet wird. Die Verkabelung erfolgt unter der Schaumstoffplatte. Auch dieser Teilabschnitt erhält wieder einen Gleichrichter für all die LEDs, die nicht bereits im Fahrzeug über einen Gleichrichter verbunden sind.
Jetzt kann das Modul vor dem Bahnhof eingesetzt und verkabelt werden. Die Anschlüsse verschwinden unter einem bereits vorhandenen Gebäude und die Übergänge werden mit Gips verschlossen. Damit ist die Einbindung in die vorhandene Bebauung abgeschlossen. Der Nachbau hält einem Vergleich mit dem Vorbild durchaus stand. Zum Abschluss wird nun noch der Bahnsteig komplettiert. In Pulheim sowie auch fast identisch in Stommeln findet man beim Übergang zur Straße ein Toilettenhäuschen. Zur Nachbildung verwende ich das Modell eines Trafohäuschens von Faller. Für die Belegtanzeige wird eine grüne LED eingebaut. Die Platzierung erfolgt anders als beim Original auf der Südseite des Bahnhofs. Auf dem Bahnsteig fehlt bislang noch die Beschilderung. Die Umsetzung erfolgt wieder mit Hilfe ausgedruckter Fotos. Auf diese Weise entstehen der Stationsname, Gleisbezeichnungen und Hinweisschilder. Auch die Fahrgastinformation darf nicht fehlen. Für den Nachbau wird ein Bausatz von Modellbahn Union abgewandelt, allerdings mit statischer Anzeige. Als Vorbild für den Bahnsteig diente ja der Aufbau in Rommerskirchen mit einem dB-Pluspunkt. Der ja bereits erfolgte Nachbau entspricht dem Stand von Mitte 2022. Ähnlich wie bei der Graffiti-Wand im letzten Video gab es aber auch hier inzwischen eine Veränderung. Das ausgeblichene Rot wurde durch ein farbenfrohes Blütenmuster ersetzt. Auch hier dienen wieder ausgedruckte Fotos für eine entsprechende Anpassung auf der Modellbahn. Genau wie beim Original werden die Säulen einfach mit dem neuen Dekor überklebt. Damit sind die in Teil 1 geplanten Veränderungen umgesetzt, mit einer Ausnahme. Ein Rückbau des Stellwerks und der Verladeanlagen war als mögliche Option diskutiert worden. Im letzten Gleisplan, wie er auch auf meiner Internetseite zu finden ist, fehlt das Stellwerk bereits. Tatsächlich ist aber noch alles im alten Zustand. Im Bild zu sehen ist im Hintergrund das Industriegebiet. Dieses Teilsegment, zu dem es ja auch eine frühe Videoreihe gibt, ist bereits vor einiger Zeit heruntergekracht. Zum weiteren Vorgehen, auch bezüglich des Stellwerks, gibt es im letzten Kapitel einen Ausblick. Zunächst geht es aber noch um die Verbindungen und die Triebfahrzeuge im Bahnhof Pulheim. Information zu RB 27 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. Abfahrt 10:19 Uhr. Heute ca. 25 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Die Züge auf der Strecke der Rhein-Erft-Bahn habe ich bereits in einem früheren Video vorgestellt. Auch zum Modell der Baureihe 425, die auf der Rhein-Erft-Bahn eingesetzt wird, gibt es bereits ein Video. Mit dem fertiggestellten Bahnhof ist nun das Nachstellen des Fahrbetriebs der Rhein-Erft-Bahn möglich. Mangels verfügbarer Modelle für die Baureihe 1440 des Rhein-Erft-Express ist das für den RE8 leider nicht ganz so einfach. Als Ersatz verwende ich ein Modell der Vorgängerbaureihe 440 von Pico. Die dreiteilige Ausführung im Dekor der Mainfrankenbahn habe ich mit Fahrgästen und einem Soundmodul ausgestattet und die Seitenbeklebung etwas angepasst. So kommt das Modell dem hier zu sehenden Original doch recht nahe. Pico hat für die kommenden Wochen eine 5-teilige Version der Baureihe 440 angekündigt, die bestimmt auch gut passen wird. Die Ansagen für Rhein-Erft-Bahn und Rhein-Erft-Express habe ich mir auf den Gleisplan meines Steuerprogramms gelegt. Im Original werden auf den Bahnsteigen in Rommerskirchen und Pulheim nur Verspätungsansagen durchgegeben. Insofern habe ich die Aufnahmen auf dem Bahnsteig in Köln-Messe-Deutz gemacht und etwas zurechtgeschnitten. Wie wird es weitergehen? Ich hatte bereits erwähnt, dass der Rückbau des Stellwerks noch aussteht. Das Foto ist zu einem Zeitpunkt entstanden, als das angrenzende Industriegelände gerade heruntergefallen war. Mit der frei werdenden Ecke bietet sich nun für den Neuaufbau die Möglichkeit für einen harmonischeren Übergang. Das passt jetzt sogar thematisch sehr gut zum Bahnhof Pulheim, der nur 15 Minuten vom großen Chemiepark im benachbarten Dormagen entfernt liegt. Bislang sind die Schäden nur grob beseitigt und abgerissene Teile werden separat gelagert.
Beim Neuaufbau gibt es also einiges zu tun. Vorher steht natürlich eine Fototour zum Chemiepark in Dormagen an. Bis dahin.